So, hier sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist hell. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Ort, als Guten Morgen zu sagen, als hinter mir hier. Die Sonne steht über dem, naja, das ist ein Biberteich wieder. Sehr geil. Ich liebe das, ne? Die mystische Stimmung über dem See. Nice. Ja, ich bin heute nicht ganz so früh aufgebrochen. Wäre auch ein bisschen kriminell gewesen gegenüber meinem Körper. Oh, hier hat aber erst frisch jemand hingekackert hier. Na gut, dass ich da nicht reingestiegen bin hier. Hier liegt's Würstchen. Ist nicht von mir. Ja, nee, also wenn ich heute wieder um 3:30 oder was aufgestanden wäre, also Regeneration wäre da nicht so geil. Deswegen habe ich mir gedacht, ich penne bis um 5 sowas. Dann bin ich um 5:30 aufgestanden, jetzt ist es 6:30. Und jetzt geht's weiter. Heute wird kriminell. Heute sind viele Höhenmeter dabei. Allerdings machen wir heute nicht einen ganz so langen Tag. Nach 9 Meilen ungefähr kommt ein See, auch zum Baden, und da werde ich mich reinschmeißen. Ne? Sonne ist schon wieder warm, es ist krass, es ist 6:30. Deswegen machen wir jetzt mal Mama, früh am Morgen. Machen wir jetzt ein paar Meilen und dann sehen wir uns später. Sochen. Ja, wir sind seit geraumer Zeit unterwegs hier. Haben schon 3 richtig zornige Anstiege hinter uns gebracht, aber das war es leider noch nicht für heute. Das heißt leider, ich mag das ja, Also ich gehe gern bergauf, ich kletter gern. Das passt schon. Allerdings, wenn die Sonne dir auf den Rücken ballert und dich zusätzlich zum Rucksack noch nach unten zieht, ist das schon heftig. Ja, so in 4 Meilen komme ich zu diesem See. Dort kann man baden. Das werde ich auch nutzen. Sind auch, glaube ich, ein kleines Badehaus dabei, wo man sich duschen kann und Toiletten und so weiter. Das sieht aber nach Mauer aus irgendwie. Ja? Was war denn das mal? Ja, und da werde ich dann Mittag machen und ein paar Stunden chillen, weil wie gesagt, allzu weit mache ich halt nicht. 12, 13, 15 Meilen vielleicht. Ja, das war doch hier mal, da ist immer noch eine Mauer hier so. Krass. Geil. Wer weiß, wozu das mal diente hier. Und die Steine werden eine Geschichte erzählen könnten, hä? Naja gut. War schön. Könnte ich Wasser auffüllen. Aber ich habe noch bis jetzt, toi toi toi, noch nicht einmal mein Zeh angehauen. Gestern wo die Kamera schon aus war, ist es nochmal passiert. Und zwar haben mitten auf dem Platz, wo ich gezeltet habe, einen Busch abgeschnitten. Aber den Busch haben sie halt nicht ebenerdig abgeschnitten, sondern haben da mal 5, 6 cm rausgucken lassen. Ja, und ich bin halt so wie ich bin, ne? Die Lust zu. Immer richtig schön dagegen gescheppert. Mein Gott, ey. Das Ding kann ich mir danach auch amputieren lassen. Was ist das hier noch? Eine Rolle für Filter irgendwie. Nobody knows. Ja. Heute up and down, up and down. Die ganze Zeit, ey. Ja, da war doch schon der nächste Anstieg. Das gibt's doch nicht, diese Sch***. Das sind ganz normale Fliegen. Also so ein bisschen rötlich. Und die saugen dich auch aus hier. Schlimmer als die Moskitos hier. Das ist schon. Und weil es bringt nichts, dich großartig voll zu sprühen mit Insektenschutz. Da ich zumindest, wenn ich da jetzt hochgehe, bin ich oben wieder klatschnass. So, von dem her fließt das alles wieder runter. Da geht vergebene Leibesmühe. Sieht man das hier? Alter.
diese Mistfliegen. Aufstieg Nummer 4. Der war enorm. Der war enorm. Da in dieser Richtung. Da unten ist schon der See. Aber ich gehe da irgendwie einmal außen rum. Also so, ne? Fliege ich da jetzt über den Bergkamm. Und freue mich einfach nur, wenn ich in das Kyllenders springen kann. Ohne Scheiß. Diese Mistfliegen. Wir haben jetzt Uhrzeit 10 Uhr und ich habe vielleicht 5 Meilen gemacht oder sowas. Ja, heute ist nur Bergsteigen, Klettern. Also viele normale, ebene Passagen sind da heute nicht dabei. Also heute geht es nur auf und ab. Deswegen kannst du sowieso nicht so viel Meter machen. Heute, ich probiere mal wieder, dass ich ein bisschen runterkomme. Weil, ja, ist schon krass. Also ich muss schon ein bisschen öfter Pausen machen als normalerweise. Weil das schon ziemlich schlaucht hier. Kleines Lüftchen geht. Ja, kurz 5 Minuten hier sitzen. War schon auch schön hier. Nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir den See jetzt endlich erreicht. Ist ein bisschen Wind aufgekommen. Gucken wir uns die Sache mal an. Hoffentlich ist nicht so viel los. Wenn ich schon wieder Kindergeschrei höre. Ne? So, wir gucken mal. Also ich muss sowieso was essen. Ich habe so einen Knast. Ich merke das auch extrem, dass ich keine Kraft mehr habe. Ist der See. Da ist der Strand. Okay. Jo, guck mal an den Strand. Der ist da. Da sehen wir schon. Ja, Wasser ist schon mal am Start. Das sind hier so, ja, kannst du Wasser abzapfen, stellst deine Flasche hin, drückst drauf und Attacke. Das ist schon mal prima. Hier sind Restrooms. Also kannst dich duschen und den frisch machen. Ja, der Strand, ich weiß jetzt auch nicht, ne? Also Schatten ist schon mal überhaupt nicht am Start. Schatten ist schon mal gar nicht. Ich hätte Bock auf irgendeinen Zuckerschock. Da gibt es einen Getränkautomat, habe ich mir sagen lassen. Den möchte ich mir gerne mal angucken. Vielleicht springe ich einfach mal kurz rein, aber mich da irgendwie groß hinchillen und so in die pralle Sonne, das kannst du halt da vergessen, ne? Viele Picknicker hier mit Kindern. Ja, viele Kinder hier. Aber dafür... Ja, okay. So. Der it is, Freunde. Da sitzt da, der heißt Headchair. So sieht das aus hier. Ja. 2:10. Wir verlassen hier diesen Campspot oder beziehungsweise den Strand, wo man baden kann. Ich habe da jetzt doch auch fast 2 Stunden verbracht. Mittag gemacht, gemütlich. Einmal kurz reingesprungen, danach geduscht. Schön gemütlich, ob es das wert war, glaube ich jetzt zwar nicht. Aber es fühlt sich einfach gut an, wenn man nicht mehr ganz so klebrig ist wenn es so für ein paar Stunden ist. Dann gab es direkt mal wieder Trail Magic, also totally random. Älterer Herr da, der hat uns ein paar Tipps gegeben und so und der ist früher auch viel gewandert. Und dessen Frau, die hat da oben irgendwo auf dem Park da gegrillt und gab es gleich noch Chicken Sandwich, also Sandwich mit Hühnchen und was weiß ich noch alles. Also sehr geil. Der Abstecher war es schon wert, ja. Und kommt vorne wieder eine Kreuzung und dann gehe ich wieder auf den Trail und so lange machen wir jetzt sowieso nicht. Ich habe gut Wasser dabei. Rucksack ist schön schwer. Das geht eigentlich. Der Rucksack ist nicht das große Problem, nur bergauf.
da merkst du halt extrem. Ja, liebe Leute, nach dem was heißt wahrscheinlich nach dem letzten Aufstieg für heute, belohnt uns nochmal diese herrliche Aussicht. Und ich bin ganz schön aufgerödelt, also ich habe 3 Liter Wasser dabei, das hat seinen Grund. Ich komme von da unten, also da geht es jetzt steil bergab hier. Zwar in den Kommentaren stand, dass bei diesem Aussichtspunkt wohl 1, 2, 3 Campsites sind fürs Zelt und da werde ich mich kurz mal ein bisschen umschauen. Weil wenn das hier was wäre, wäre das schon auch ein sehr geiler Spot, später irgendwie den Sonnenuntergang anzugucken oder so. Hätte ich mal Bock drauf, muss ich sagen. Jawohl, langsam zieht es zu. Ja, von mir aus kann das regnen und donnern jetzt irgendwie zwischen 6 und 8 Uhr, weil um 8:30 will ich den Sonnenuntergang dann sehen, bitte. Das wäre prima. Ja, klasse. Also ich glaube, von der Aussicht her ist das bisher mein geilster Campspot zum Zelten. Also die Aussicht, also beziehungsweise da muss ich nur 3 Meter nach vorne gehen, dann kann ich mich auf einen dicken Stein setzen und den Sonnenuntergang angucken. Und hier, mitten auf dem Berg, haben wir das Zelt hingestellt. Es ist eine schöne ebene Fläche, es ist kein Stein und es ist Erde, also die Heringe gehen gut rein. Optimal. Vorher war noch übelst das Geschrei und Kinderblödsinn hier. Was ist denn jetzt los? Kommt jetzt hier der Faschingsumzug hoch auf den Berg oder was geht ab? Und dann kamen sie an hier, ne? Alle der Reihe nach, wie die Lemminge. Kein Bootcamp. Summercamp, also nicht für schwer Erziehbare. Summercamp ist das hier und da wandern die halt auch. Also, finde ich stark, habe ich auch gesagt. Also, hätte ich nicht gedacht. Weil normalerweise sitzen die Teenies hier um die Zeit irgendwie vorm PC oder keine Ahnung was. Finde ich gut. Die haben auch geschwitzt, die mussten sich auch schinden. Ja. Genau, entweder melde ich mich später nochmal, wenn wir hier so einen schönen Sonnenuntergang dann haben mal. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen früher ins Bett, weil ich morgen dafür wieder früher aufstehen wollte. Aber ich denke, komm, mal um 4 Uhr aufstehen und um 5 Uhr abhauen, das passt schon. Ich muss sowieso mal abchecken, was morgen abgeht. Ich habe noch gar nicht auf die Karte geguckt. Heute waren es 14, noch irgendwas. Bin ich vollstens mit zufrieden, Tagessoll erfüllt, noch ein paar Bonusmerken gesammelt. Tipptopp. That's the way it is. Anything else forgotten? Nee, ne? Ja, das Gedöns hängt beim Trocknen jetzt hier, solange es noch trocken ist. Und es geht Wind, es ist windig ein bisschen. Also hier, die Echse ist mal ein bisschen. Ne? Schön. Ich bin angekommen, ich freue mich hoffentlich auf einen schönen Sunset später. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ein neuer Tag bricht an. Ich bin aufbruchsbereit. Zelt ist abgebaut. Die Nacht war, ziemlich heiß, ziemlich warm. Ich habe geschwitzt, es war klebrig und nicht so gut geschlafen, muss ich sagen. Dementsprechend bin ich noch ein bisschen durchgelutscht. Aber jetzt machen wir dann mal die ersten Höhenmeter und dann kommen wir schon in Wallung. Was steht heute auf dem Programm? In ungefähr 12 Meilen erreichen wir Fort Montgomery, ist eine kleine Stadt. Danach kommt erstmal ganz, ganz lange kein Städtchen mehr, wo man die Möglichkeit hätte, sich kurz auszuruhen oder einzukaufen oder wie auch immer. Und wahrscheinlich werde ich da heute Nero machen, also heute die 12 hin und mir dann was suchen, wo ich pennen kann. Ja, werde ich mal sehen. In 10 Meilen dann kommt ein Highlight heute eigentlich auch auf uns zu. Da führt der Appalachian Trail durch einen
durch eine kleine Passage durch einen Zoo durch, wo rehabilitierte Tiere aus den Appalachen quasi kann man sich angucken dort. Oder halt kranke Tiere, die in der Wildnis nicht mehr zurechtkommen, also Bären, alles mögliche, Rehe, Elche, werde ich sehen. Da geht man einfach durch, macht um 10 Uhr auf, deswegen, wenn ich jetzt loslaufe, dann bin ich so gegen 10, halb 11 sowas da. Mach dann da vielleicht kurz mal Brotzeit, Mittag und dann schauen wir mal, ob wir was finden, ob wir in Montgomery halt bleiben oder was, weil wir sind ja auch schon wieder jetzt 5 Tage der prallen Hitze ausgeliefert und irgendwie wieder ein normales Bett oder was. Wird sich zeigen. Ist nicht unbedingt notwendig, aber es kommt danach, wie gesagt, also lange Zeit nichts mehr und von dem her gucken wir mal. Gell? Okay, alles klar, dann starten wir mal rein in den Tag und begeben uns mal Richtung Summit. Bis dahin. Jo, nach etwa 300 Metern Aufstieg, die es aber in sich hatten, bin ich jetzt hier oben angekommen und ja, take a look. Sehr schön. Sehr schön. Ja, zum Thema Aufenthalt in Fort Montgomery habe ich jetzt mit jemandem telefoniert. Die haben dann ein Motel, kostet mich, war eine Nacht ein Huni. Ist nicht billig, aber immer noch billiger als das Holiday Inn. Es ist ein 2-Sterne-Hotel. 2-Sterne-Hotel. Und mein Indoor-Pool und Frühstück mit dabei und so, aber fast $190, also fast $200 für eine Nacht. Ne, das ist es mir nicht wert. Ich kann da bei den anderen zwar keine Wäsche machen, aber das mache ich irgendwie anders. Zur Not wird es eingeweicht und ich schwitze die nächsten Tage sowieso wieder genauso weiter. Also wenn es so eine Katzenwäsche ist, dann bin ich damit auch zufrieden. Ja, was sagt die Uhr? Jetzt ist es 7:45. Schätzungsweise 2,5 Stunden bin ich an diesem Zoo. Und bin gespannt, was wir da für Tierchen sehen, ob wir ein paar sehen. Und dann ist nicht mehr weit bis Fort Montgomery. Wieder mal ein schöner See, in dem man nicht schwimmen darf, leider. Die ersten bauen sich hier schon wieder auf zum Picknicken an dem See. Was ist das für ein Lake? Hessian Lake. Hessian Lake oder was weiß ich, wie man das ausspricht. Fisherman welcome. Also angeln kannst du hier wohl. Okay. Aber wir sind jetzt nicht mehr so weit entfernt von dem Zoo. Also oh, hier ist irgendwas aus dem Nest gefallen. Ich bin froh, dass heute so ein halber Tag ist. Also, dass ich heute in einem Raum schlafen kann, der klimatisiert ist. Luxusgehör, ne? Aber ganz ehrlich, das ist halt Luxus, der ist halt schon geil. Aber mal wieder eine Nacht durchschlafen. Nicht in einem klebrigen. Also ich schlafe nicht mal mit Schlafsack, ich nehme den immer so ein bisschen als Zudecke her. Also ich schlafe hier oben nackig drauf. Und dann liegst du auf der Luftmatratze, auf der gelben, und dann wirst du dich drehen und dann. Naja. So, was haben wir hier? Da ist mein Blaze. Da. Immer die Augen aufmachen. Nur mal kurz zur Erklärung, wie die das interessiert. Hast du hier 2 so Dinger drauf, dann bedeutet das, dass eine Abzweigung am Start ist, ja. Und der höhere Blaze ist immer deine Abzweigung, die du gehst quasi. Also wir gehen jetzt quasi hier. Left Hand. So, jetzt aber. Welcome. So, jetzt sind wir in diesem Zoobereich. Du musst keinen Eintritt zahlen, kannst einfach durchlaufen. Und dann gucken wir doch mal. Unsere Augen was erspähen. Was ist das hier? Vernal Pool. Feuersalamander. Nicht klar. Da viele Schilderchen, die das alles erklären. Deciduous Tree. Ja, Laubbaum. Das weiß ich auch. Wer steht da? Irgendein Bronzekumpel. Hast du was zu melden gehabt hier? Haselnuss? Wo bist denn du? Der Walt Whitman. Wollten sich ein paar Gehege
Meine Haut ist für klitschnass. Ich hab die Schnauze voll. Das ist so ekelhaft. Und dann läufst du mal 2 Stunden in so einer klitschnassen Hose. Dann weißt du, wie das scheuert. Na, vielleicht oder mal eine andere kaufen, aber was willst du machen bei dem Wetter? Jede Hose spitzig voll. Das ist egal, was das für ein Stoff ist. Wichtig ist, dass sie schnell wieder trocknet und das tut sie ja auch. Ja, hier haben wir doch die ersten Kandidaten. Da liegen 2. Da liegt einer und da oben chillt einer. Jetzt steht hier Blackbeard, die sind aber ganz schön braun. Vielleicht sind das Jungbären und das verwirrt noch braun, ich weiß es nicht. Aber denen ist auch ein bisschen warm, die chillen nur in der Sonne. Man sieht richtig, wie schwer der atmet, dass ihm zu warm ist. Oben haben sie eine kleine Sprenkleranlage aufgebaut, dass die Kumpels sich abkühlen können. Ja, wer weiß, vielleicht Mutti erschossen und dann haben sie die Cups irgendwo gefunden. Kann ja alles sein und dann kommt die hierher, bis sie groß sind und dann wildern die aus oder was. Kann natürlich auch sein. Ah, schöne Tiere. Das sind Jungtiere irgendwie. Das macht zumindest den Anschein. Der ist jetzt von mir ungefähr 5 Meter entfernt, der Kamerad da vorne. So. Please do not feed bears or stand on wall. Ja, also wer da reinspringt, der ist halt schon auch sehr dumm, ne? Was hängt hier oben? Alter, ist das ein... Da oben hängt ein Vogel im Toter, aber warum? Hat das einen Grund? Der hängt da kopfüber. Da auch, 2, 1, 2. Ist das irgendwie, um irgendwas abzuschrecken oder was? Jetzt hätte ich gerne einen gefragt. Mein Wissensdurst ist da. Ihr könnt mir das auch nicht beantworten, ne? Tim und Struppi. Ja. Gut, mal sehen, was noch so da ist. So, in diesem Gehege hier müsste noch ein Kojote sein. Der Ostkojote. Da ist er. Da ist der Kojote. Da läuft er. Also gehört habe ich es ja nachts des Öfteren schon mal. Aber so jetzt live noch nie. Ist das nur einer oder? Das sieht fast so aus hier. Ein sehr schönes Tier, der Kojote. Sehr schönes Tier. Ja, doch, das war ganz geil jetzt. War ganz cool. Ein paar Tiere gesehen. Ach, jetzt Baustelle, Brückenbaustelle. Okay, ja. Und nun? Nun bewegen wir uns Richtung Fort Montgomery. Halbe Stunde Fußmarsch ungefähr zu unserem Motel. Und ich hoffe auf dem Weg einfach ein Restaurant zu finden oder Snackbar. Ganz egal, Hauptsache irgendwas im Magen, ich hab Hunger. Und das nicht schlecht. Müssen die Kräfte auffüllen. Und ich merke halt auch mein linkes Knie wieder ein bisschen schonen heute. Nicht, dass das wieder so wird wie anfangs. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Jetzt sind zum Glück ein paar dicke Quellwolken hier vor der Sonne. Oh, da will ich ja raus. Verzeihung. Einen wunderschönen guten Morgen. Was ist heute? Heute ist Freitag, der 12.07. Ja, Freunde, hinter mir seht ihr das Motel. Das ist ein bisschen laut, weil nebenan direkt eine Hauptverkehrsader läuft. Aber hat man im Zimmer jetzt weniger gehört. Ja, ich meine, nachts die fetten Trucks, Oroparks rein und durch. War ein schöner Aufenthalt hier. Aber gut, wir sind im Bundesstaat New York, von dem her ist das alles nicht ganz so billig wie in den Bundesstaaten zuvor. Also New York ist schon sehr teuer, das muss man ganz klar sagen. Warum bin ich gestern nicht zurück auf den Trail? Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich bin gestern aufgestanden, ich setze mich mal kurz
Ich bin gestern aufgestanden und hatte Schmerzen im linken Knie. Nicht drastisch, aber ich dachte mir, wenn ich gestern wieder Vollgas gegeben hätte, wäre das mit dem Knie, glaube ich, schlimmer geworden. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir schonen das Knie gestern den ganzen Tag und heute ist es auch besser und heute geht es auch wieder los. Das Problem, was ich auch noch habe, ist, ich habe ja eine Bandage, eine Kniebandage, die über das Knie so drüber geht. Ne? Und wenn ich halt schwitze wie ein Bekloppter, dann kriege ich hier, sieht man auch hier, Hautausschläge. Überall, das hatte ich am rechten Knie auch schon. Und das juckt wie Scheiße. Das liegt wahrscheinlich an dem Silikon, was da drin ist in dieser Bandage. Also bei großer Hitze und viel Schwitzen ist diese Bandage auch schlecht zum Knie unterstützen. Das habe ich festgestellt. Muss ich mit leben. Vielleicht finde ich irgendwann mal eine Alternative. Vielleicht kann ich das irgendwie mal vernünftig tapen oder was. Aber heute ist wieder einigermaßen gut. Ich werde heute auch nicht so, ich werde das schön langsam machen, aber halt auch 14, 15 Meilen, je nachdem. Heute wird es extrem schwül, haben sie den ganzen Tag, also heute Morgen schon in den Nachrichten gesagt. Es wird nicht sehr heiß, aber es wird schwül, es wird humid. Ja, von dem her stelle ich mich wieder auf eine große Schwitzerei ein. Dann habe ich 3, 4 Meilen, dann kommt der Appalachian Market, da werde ich dann ein bisschen was einkaufen. Also hier gab es wirklich nicht viel, also Supermarkt und so weiter ziemlich weit weg. Ich habe nur das Notwendigste eingekauft, war einmal kurz beim Essen, weil die Nacht hier halt doch auch $100 gekostet hat. Da habe ich beim Rest ein bisschen gespart. Und ich werde auch nur noch so für 3,5 Tage Essen mitnehmen, weil es einfach zu schwer ist. Ganz einfach, und ich werde da wirklich drauf achten jetzt auch die nächsten Tage, dass der Rucksack einfach nicht überhand an Gewicht nimmt, weil das ist einfach so, der Rucksack der zieht mich halt runter. Also ohne Rucksack da rumzulaufen, easy, aber wenn Rucksack, du merkst halt jedes Gramm, es ist einfach leider so. Ja. Die Jacke will ich jetzt nicht unbedingt vorsenden oder mit Maildrops versenden, weil wann kann man sie mal gebrauchen, was weiß ich, Wetterumschwung kann es immer mal geben, dann hast du wenigstens was, wo du dich aufwärmen kannst oder was, weißt du. Und aber das ist der Grund, warum ich gestern mir einen Zero genommen habe. Nützt nichts. Also ich bin da sehr vorsichtig, muss ich sagen, weil ich keinen Bock habe, irgendwie noch die letzten 2,5 Monate, oder es sind noch 2 Monate, also eigentlich sind es noch genau 2 Monate. Heute ist der 12. und am 12. September habe ich gesagt, so will ich eigentlich definitiv fertig sein, weil ich am 14. zurückfliege. Also am 12. muss alles fertig sein. Und dann kann ich mir noch ein Hotel. Also ich hoffe mal, dass ich noch schon ein bisschen früher fertig bin. Es ist halt jetzt eine anstrengende Passage hier. Es ist auch der Sommer kommt dazu. Aber nichtsdestotrotz kommen auch Abschnitte wieder, die wo ein bisschen smoother sind, da wo man wieder Gas geben kann und das alles ein bisschen kompensiert. Wie gesagt. Wir gehen heute wieder drauf los, und wenn ich wieder auf dem Trail bin, dann melde ich mich und gucken wir, was der Freitag heute bringt, außer schwüle Hitze, und von dem her sehen wir uns später. Bis dahin. Qué rico. Wir laufen jetzt gerade über der Brücke und unter uns ist der Hudson River, auch der sehr berühmte Hudson River. Ein riesiger Fluss. Jetzt bin ich mit meinem Stecker an der Stange hängen geblieben mit meinem Trekking Pole. Jetzt dachte ich, mich hält jemand fest von hinten. So eine Eisenbahnstrecke. Auch geil. Hier sind Bauarbeiten am Start. Ja, ist schon eine heftige Brücke hier.
Freundliche Bauarbeiter hier. Ja. So, wir sind wieder in den Bergen New Yorks. Sind über die Brücke des Hudson River gelaufen. Eine sehr beeindruckende Brücke und auch ein atemberaubender Aussichtspunkt irgendwie auf der Brücke. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an das Märchen vom Hudson River. Ist schon ein paar Jahre her. Gott, ich weiß gar nicht wie lang. 10 Jahre würden nicht reichen, glaube ich. Wo der Pilot die Maschine mit was weiß ich wie vielen 100 Insassen mit Triebwerksausfall, glaube ich, war das, sanft auf dem Hudson River gelandet hat. Also pilotentechnische Meisterleistung auf jeden Fall. Ja, das fiel mir eben gerade ein, wo ich über den Hudson River gelaufen bin. Oh, und das ist schon krass, sich das vorzustellen einfach. So, wir sind dann ganz entspannt über die Brücke gelaufen und ein bisschen an der Straße noch lang und dann ging es natürlich zack, direkt von der Straße, also man muss sich das vorstellen, das sind so ganz normale Straßen, wie man es bei uns auch kennt und dann ab einmal würde man gar nicht merken, wenn da kein White Blaze oder irgendwas wäre, dass da mal ein Appalachian Trail ist. So, ja. Und ja, durfte gleich mal wieder schön bergauf latschen, ich bin warm. Noch nicht nass, aber ich bin warm. Von der Temperatur her geht es auch wirklich noch. Ja, also 350 Höhenmeter habe ich jetzt gemacht. Ein Bruchteil von dem, was heute auf mich wartet. So, das Bergauf macht, das tut meinen Knien gar keinen Abbruch, aber das Bergablaufen, das ist halt immer scheiße. So, noch was Witziges, bin ich gerade den Berg hochgelaufen, dann höre ich von weiter Ferne Musik. Ja, okay, ist jetzt nichts Besonderes, ne? Und dann kamen mir 3 Jungs entgegen, 2 total schick angezogen, weißes Hemd, schwarze Hose, Lackschuhe, hier in der Wildnis, ne? Also in der Wildnis, also auf dem Berg. Komische Haare irgendwie gehabt auch noch, zumindest 2 von denen. Dann waren das meiner Meinung nach, also ich kenne mich da nicht ganz so aus, 2 orthodoxe Juden. Die haben ja auch ihr Schälchen auf dem Kopf gehabt, ihr schwarzes. Wie heißt denn das gleich wieder? Ich bin so schlecht in Allgemeinwissen. Ja, auf jeden Fall 2 orthodoxe Juden und ein Begleiter, der ganz normal wirkte. Ich dachte erst, da kommt die Amish auf mich zu, aber da fehlten die Hüte. Und als ich dann das kleine Ding auf dem Kopf gesehen habe, wusste ich Bescheid, was da los war. Oder wer das war. Das ist hier raus, morgens zum Spazieren gehen oder was weiß ich. Schick angezogen, mit Hemd und so, bloß die Krawatte und weiß ich nicht. Und der andere ganz leger, kurze Hose, Shirt und gib ihm. Und er hat die Musik dabei gehabt. Und was ist das jetzt hier? Hier liegen ein paar Bananen auf dem Boden. Warum? Also entweder hatte hier jemand verloren. Also ich weiß es nicht, was man auf dem Boden findet, soll man ja eigentlich nicht essen, ne? Aber ja, ich weiß auch nicht. Die hat bestimmt jemand verloren da. Ich meine, dann fressen es halt die Viecher, ne? Mir ist das wurscht. Aber ich fresse jetzt nichts, was am Boden liegt, ehrlich gesagt. Wenn es Obst ist. Wer weiß. Hier in der Appalachian muss man schon auch aufpassen, weil es einfach auch Arschlöcher gibt. Nur als kleines Beispiel. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Schon ein paar Wochen her. Hat ein Unbekannter in den Wäldern oder in Appalachen Leckerlis ausgeteilt, ja, für Hunde. Und hat in diese Leckerlis Angelhaken quasi eingebettet. Und die Hunde damit dem zugrunde zu richten. Ja. Sowas gibt es hier auch. Von dem her bin ich mir da nicht sicher, ob ich jetzt, wenn ich eine Banane oder eine Staude Banane mit 3 Bananen auf dem Boden liegen sehe, ob ich mir die einfach mal so kurz in die Kimme schmeiße. Lasse ich mal lieber. Gell? Außerdem haben wir halbwegs gut gefrühstückt. Und wenn wir an dem Appalachian Market sind, soll es wohl auch nochmal Frühstück geben. Und ja, mal sehen. So ein geiles Rührei oder was weiß ich, das wäre schon geil jetzt nochmal. Käffchen. Aber bis dahin habe ich noch 2 Meilen, glaube ich, 2,5. Irgend sowas. Jetzt geht es erstmal hier über den Berg entlang. Ja,
Auf und ab heute wieder. Wie im Hamsterrad. Ja, ich glaube, wenn man Connecticut erreicht, so in 60, 70 Meilen, beruhigt sich das ein wenig. Aber gut, ne? Ist halt kein Kinderspiel hier, das war mir klar. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn, es geht bergab, ich muss mein Knie ein bisschen rausnehmen. Dazu brauche ich beide Arme, von dem her halte ich meinen Schnabel und jetzt geht's weiter. Tschüss. So, nach etwa 2 Stunden auf dem Trail nähern wir uns dem kleinen Zwischenstopp, dem Appalachian Market. Sieht so aus, als hätte er geöffnet. Und da werden wir uns mal ein bisschen eindecken und vielleicht ein kleines zweites Frühstück. Ist dann auch schon wieder mitten auf der Straße. Da wollen auch gleich wieder welche auf dem Weg hier. Ja. Good morning. Have a good day. Hey, how's it going? So, where I am. There's a 24 hours. Deli Grill Hot Food. Ja, das klingt gut. Und da drüben muss ich wieder rein hier. Aber erstmal ein kleines Päuschen hier. Sachen einkaufen. Oh, hier sind schon einige Hiker. 1, 2, 3 Rucksäcke sehe ich stehen. Gucken, ob wir jemanden kennen. Bis dahin. So, nachdem wir jetzt in dem Appalachian Market waren, der natürlich wieder hoffnungslos überteuert war. Ja, in New York halt. $60 für so ein kleines Körbchen und das Ding war nicht mal ran voll. Ja, aber es nützt halt nichts, du brauchst es. You need it. Also ich habe für 3 Tage jetzt Essen dabei. Und ich merke das auch im Rucksack, dass es nicht ganz so zieht. In 50 Meilen kommt der nächste Supermarkt. Das sind so 3 Tage. Und ja, spaßt die halt an Gewicht ewig viel. Es ist übrigens schon 11:15. 5 Meilen haben wir gemacht. Bis dato. Und in 10 Meilen kommt so ein kleiner Biberteich. Ein Bibersee. Wo wohl auch ein paar Campsites sind. Und das peile ich jetzt erstmal an. Und dann sehen wir schon, wie wir uns fühlen. Ich muss leider sagen, dass ich merke das Knie ein bisschen. Ich muss da drauf aufpassen, das nützt alles nichts. Dann kann ich die schwere Bandage wegschmeißen. Die ist hier komplett durchgelutscht. Das ich jeden Tag trägst, das Ding. Und wie gesagt, ich kriege mittlerweile schon Ausschlag auf der Haut, wenn da Schweiß dazu kommt. Das ist unangenehm. Ja, Probleme des Alltags, ne? So ab auf den Berg. So rum nehme ich. Alles klar, Freunde. Auto. Jo, nach etwa 2 Stunden nach unserem etwas frühen Mittag am Appalachian Market sind wir jetzt hier in so einer kleinen, feinstaubigen Kreuzung angekommen. Und hier, da ist es wieder. Da. Guck mal hier. 5, 10 Gallonen Wasser. 10 Gallonen Wasser mal 3,3, 3,4. Wisst ihr, was hier am Wasser steht für uns? Überragend. Was haben wir hier noch? Ach, die sind leer. Da kannst du den Müll reinschmeißen. Hast du Müll dabei, kannst du den Müll reinschmeißen. Also es ist prima. Prima. Bestimmt von dem Haus da hinten. Danke, thank you. Jetzt nicht durch den Wald schreien. Ja, dann setzen wir uns mal kurz 5 Minuten hin, füllen unser Wasser auf und dann geht's weiter, Freunde. Ja, dann geht's weiter. Jawohl. Hier soll der Tag sein Ende finden. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Ha? Ist das was für meine Größe? Hier
2 Meter für die Matte, das ist immer wichtig. Ne? Wenn du einfach nur hier so diese 2 mal 50 Zentimeter, was weiß ich, hast, wo deine Luftmatratze drauf liegt und du dann logischerweise, dann ist das prima. Yes, so 16 Meilen für heute. Ich hätte definitiv noch Energie und eigentlich auch Lust noch weiter zu laufen. Dennoch mache ich heute nicht mehr weiter wegen meinem Knie. Ich will jetzt nicht gleich den einen Tag. Was ist das hier? Area closed. Do not enter. Alles klar, ja. Die Schilder, die gibt es hier überall im Wald. Teilweise da, wo du gar nicht hingehen kannst. Also ich will dem Knie nicht noch mehr zumuten heute. Und vor allem sind es mittlerweile fast beide Knie schon wieder. Ich will halt lieber mal noch ein bisschen dehnen und nicht gleich wieder in die Vollen gehen. Lieber mache ich morgen dann. Schön 20. Heute war es zum Laufen recht angenehm, muss ich sagen. Weil die Sonne heute sich nicht durchgekämpft hat durch die Wolken. Motocross, irgendwelche Spinner fahren am Motocross. Also entweder Motocross oder mit so einem dämlichen Buggy fahren die hier rum. Safe. Da oben fährt er. Beide. Ja, wenn es halt sein muss, ne? Ich sage, die Amis haben halt einen Schlag. Zumindest viele. Setup steht. Zelt ist aufgebaut. Hier hinten in der Ecke. Ja, passe ich ganz gut hin. Klappt. Ja, Wasser habe ich auch geholt schon. Muss aber dazu sagen, das Wasser werde ich auf jeden Fall filtern, da es ein bisschen warm ist. Und ja, es riecht halt ein bisschen nach Teich. Ich habe es schon mal gekostet, ich habe es schon mal probiert, das ist nicht schlecht. Aber man riecht das halt, dieses typische, ja, nicht Brackwasser oder Teichwasser, es riecht halt ein bisschen anders. Da ist der Biberteich. Von da läuft das Wasser hier durch, dann wird das hier noch so ein bisschen gereinigt durch die Steine, also schätzungsweise. So ist es. Und dann kann man sich das abzapfen. Es ist klar, es ist nicht irgendwie bräunlich oder sonst irgendwas, es ist klares Wasser. Und von dem her wird das auch getrunken, auch wenn es ein bisschen warm ist. Es ist halt Sommer, mein Gott. Ich habe schon so viel Wasser ungefiltert getrunken von irgendwelchen Dingern. Also mich müsste es schon längst gestreckt haben. Mein Magen, der macht das schon. Hoffentlich. So, hier ist jetzt ein kleiner Weg. Hier gucken wir uns das mal ein bisschen an. Ich habe leider keinen Biber gesehen. Vielleicht sind sie gerade beschäftigt. Aber hier sieht man schon hier alles vom Biber angeschleppt. Das sind ja auch die Ingenieure der Natur. Heißt es zumindest. Es sind bestimmt einige drin hier. Aber nice. Auch wieder mitten im Wald, ja. Mitten im Urt. Schönes Biotop. Ich denke mal, hier sind viele Fröschlein drin. Fischlein. Und Biber. Quack, quack. Ja, ne, ist nett hier. Ja, ich habe mir auch immer mal wieder durch den Kopf gehen lassen, machst du 20, wie auch immer, ne? Aber ganz ehrlich, immer 20 zu machen, du hast halt auch nichts vom Tag, oder? Ich meine, auf der einen Seite, klar, du musst Meilen machen, das nützt alles nichts. Aber das muss man doch in so einem Rahmen machen können, dass man noch was vom Tag hat, dass man sich ein bisschen chillen kann, dass man auch genießen kann, wie auch immer, und nicht nur ballern. Das könnte ich nicht. Viele machen das, aber es ist doch so geil, hier einfach im Wald zu sein, ein Bestandteil der Natur zu sein, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und das alles einfach zu genießen. Weil wann habe ich denn das mal wieder? So diese unberührte Natur bei uns zu Hause. Nee. Ich finde den Weg, den ich so eingeschlagen habe, gegenüber vom Anfang, finde ich ein gutes Mittelding. Also ich mache meine Meilen, aber auch so wie heute. Ich sehe, okay, könnte jeden Moment zu regnen anfangen oder was auch immer.
da mache ich einfach Stopp nach 15 Meilen, baue mein Zeug auf und lasse es mir gut gehen, weil das gehört doch auch dazu und nicht nur scheppern. So, meine Meinung. Ich habe hier vorher auch noch mal kurz die Füßlein gewaschen. Wenn ich die Möglichkeit habe, wird das getan. Da fühlt man sich einfach viel frischer und sauberer im Zelt. Es klebt nicht so. Und wenn er jetzt nicht ganz so schreckhaft ist, dann stelle ich euch mal kurz den Herren, den Lord dieses Wasserfalls, sage ich jetzt mal vor. Der hat sich hier nämlich ein schönes Fleckchen gesucht hier. Der ist mitten im Baum. Ich drehe mich mal, aber ich glaube, man wird nicht viel sehen. Da muss ich ein bisschen näher rangehen. Meine Hand, ja? Da drin. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, aber ja, der ist schon absprungbereit. Der will schon wegspringen hier. Da sitzt ein schöner grüner Frosch drin. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich mit der Kamera ein bisschen näher hingehen kann, ohne dass er gleich zweite sucht. Und wir gucken mal. Du bist der Star. Da ist er. Guckt. Quack, 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 quack. So näher gehe ich nicht ran, weil sonst haut er ab. Und ich will ihn ja auch nicht stressen. Wollte noch kurz Hallo sagen. Das ist der Karl. Ne? Okay. Alles Gute, bis dahin. Wir sehen uns morgen. Ich habe mit Frosch geredet übrigens, nicht mit euch. Ja, aber heute war es mit diesen kleinen dämlichen schwarzen Fliegen auch wieder extrem. Also morgen wird das Fliegennetz wieder rausgeholt und über den Kopf geschmissen, weil das ist echt immer... Ja, ihr kennt's. Ja, nur sind es hier nicht 1, 2, sondern hier sind es 50. Okay, das war der Freitag, Wochenende. Yippie! Hoch die Hände, Wochenende. Oder was war das? So. Oh, und Mücken auch ohne Ende hier. Was liegt denn da schon wieder rum? Expander. Ja gut, die Leute vergessen halt auch mal viel. Ich sag da nichts, weil ich habe auch schon mal was verloren und vergessen. Gell, okay. Dann bis morgen in aller Frische. Mal gucken, wie sich das Wetter verhält. Ich würde morgen schon gerne, hier liegt schon wieder ein Hering. Ein Hering. Also Hering findest du hier wie... Wenn du die ausgehen, brauchst du keine kaufen. Gehst zum nächsten Campspot. Gehst einmal drüber, hast du 5 Heringe. Genau. Und somit sehen wir uns morgen wieder. Gell? Kann schon sein, dass es die Nacht gewittern soll. Aber ich will, wie gesagt, morgen wieder ein bisschen früher los. Vielleicht um 5. Werde ich sehen. Gell? Jetzt gehe ich erstmal in mein Zelt. Und chill ein bisschen, weil die Mücken mich hier nerven. Hart. Tschüss, bis dann.